Klingon, mach! Oh, nein, wart! Perusch! Klingon, mach! Klingon, mach! Der Weltraum. Die letzte große Herausforderung. Viele haben sich ihr gestellt. Viele sind gescheitert. Wer sie gemeistert hat, wurde zum Helden. Und manche wurden zu Legenden. Wir erreichen unser Ziel. Das Signal des Obelisken ist auf den dritten Planeten des vor uns liegenden Sonnensystems gerichtet. Bringen Sie uns unter Warp und schwenken Sie in einen Standardorbit ein. Commander, im Orbit des Planeten befindet sich ein klingonisches Schlachtschiff mit aktivierten Waffensystemen. Es sieht so aus, als hätten sie den Planeten unter Feuer genommen. Ich erkenne massive Schäden auf der Planetenoberfläche. Verdammt! Das haben wir jetzt noch gebraucht. Mr. Lafleur, scannen Sie das Zielgebiet der Klingonen. Ich will wissen, auf was die geschossen haben. Gelber Alarm. Schilde hoch. Mr. Tomba, bringen Sie uns auf 15 Kilometer an die Klingonen ran. Aber schön langsam und friedlich. Einen Kanal öffnen. Die Klingonen rufen uns bereits, Commander. Na schön, dann wollen wir mal. Auf den Schirm. Hier spricht Commander Charlotte May vom Föderationsraumschiff Constitution. Ich bin Commander Karsch vom Klingonischen Imperium. Wir sind auf diesem Planeten, um eine Mission zu erfüllen. Stören Sie uns nicht, Föderationsraumschiff. Wir werden dies als kriegerischen Akt betrachten. Karsch, Ende. Netter Kerl. Ja, viel zu sagen hat er uns ja nicht. Commander, ich habe im Zielgebiet mehrere klingonische Lebenszeichen entdeckt. Und ein menschliches. Transporterraum. Sie erhalten von der Brücke Koordinaten auf dem vor uns liegenden Planeten. Beamen Sie die betreffende Person umgehend an Bord. Wir senken dafür kurz die Schilde. Brücke Ende. Ohne zu wissen, wer es ist? Es sollte mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht einer unserer Vermissten ist. Aber zur Sicherheit, Lieutenant Tomba, gehen Sie mit einem Team in den Transporterraum und begrüßen Sie unseren Gast. Hi, Commander. Sicherheitsteam zu Transporterraum 2.
Garth? Garth? Garth, kommen Sie zu sich. Garth? Chris? Mein Kopf! Was ist passiert? Die Celine werden angegriffen. Angegriffen? Von wem? Ich weiß es nicht sicher, aber ich schätze, es sind alte Freunde von uns. Die Klingonen. Ich schätze schon. Können Sie aufstehen? Ich werde es versuchen. Kommen Sie. Oh, mein Kopf! Oh. Und was ist mit ihm? Keine Ahnung. Er steht schon so da, seitdem die Klingonen angefangen haben, die Zitadelle zu beschießen. Hat sich seitdem keinen Millimeter bewegt. Ansprechbar scheint er auch nicht zu sein. Die Angreifer dringen in die Zitadelle ein. Sie sind darauf aus, uns zu schaden. Commodore auf der Brücke. Danke fürs Raushauen, XO. War eine enge Kiste. Bericht, haben die Klingonen mit Ihnen gesprochen? Nur die üblichen Nettigkeiten, Skipper. Nichts über ihr Vorhaben oder ihre Motive. Ich habe da so meine Vermutung. Moran Kanal zu den Klingonen öffnen. Großfrequenzen offen, Commodore. Hier spricht Commodore Robert T. April. Sie sind im Begriff, die Überreste einer vernunftbegabten Spezies auszulöschen. Ich werde das nicht zulassen. Was auch immer der Grund für Ihren Angriff sein mag, ich bin sicher, dass wir einen Weg finden, in Dialog zu treten. Mit Ihnen und den Bewohnern dieses Planeten. Das sieht Ihnen ähnlich, Sternflotte. Dialog, Verhandlungen, Kompromisse, Frieden. Ich will Ihnen etwas sagen, Commodore April. Wir sind Klingonen. Wir tun, was Klingonen tun. Die Bewohner dieses Planeten haben uns provoziert. Sie haben klingonische Krieger entführt. Und wer weiß, was für Abscheulichkeiten an ihnen begangen. Mit solchen Wesen führen wir keinen Dialog. Wir jagen sie, spüren sie auf und vernichten sie. Das ist unser Weg. Kommen Sie uns dabei nicht in die Quere. Die Bewohner dieses Planeten haben mit uns das Gleiche getan wie vermutlich mit Ihren Leuten. Ich habe mit Ihnen gesprochen. Sie sind sich nicht bewusst, falsch gehandelt zu haben. Ihre Wertmaßstäbe interessieren mich nicht. Wir betrachten diese Wesen als unsere Feinde. Und ich denke, Sie werden sich erinnern, wie wir mit unseren Feinden umspringen. Nur zu gut. Und deshalb wiederhole ich. Beenden Sie Ihren Angriff. Oder ich tue es. Dieser Tag wird besser als erwartet. Statt einer langweiligen Strafexpedition ein Gefecht mit einem mächtigen Schlachtschiff der Föderation.
Ich hoffe, Sie haben sich das gut überlegt. Ich bin ein nicht zu unterschätzender Gegner, ungeschlagen in unzähligen Schlachten. Sie gelten in Ihrer Flotte als großer Entdecker, Commodore Robert T. April, aber Sie sind kein Gast von Isa. An die gesamte Besatzung, hier spricht der Commodore. Wir sind im Begriff, in Kampfhandlungen mit einem klingonischen Kreuzer zu treten. Es geht um nichts weniger als die Rettung eines gesamten Planeten und dem, was von einer einstmals großen Zivilisation noch übrig ist. Dies ist ein hehres Ziel, welches in direktem Einklang mit den Werten unserer Föderation steht. Die Klingonen werden kämpfen wie die Teufel. Aber ich weiß, sie alle werden ihr Bestes geben. Sie alle, wie auch die Constitution, gehören zum Besten, was die Sternenflotte zu bieten hat. Zeigen wir es ihnen. Alarmstufe Rot, Kampfstation besetzt. Krankenstation. Pool hier. Wir sind im Begriff, uns mit den Klingonen anzulegen. Mach die Krankenstation klar. Ich fürchte, du wirst eine Menge Arbeit bekommen. Verstanden. Pass auf dich auf, Robert. Ich passe auf uns alle auf. Brücke Ende. Die Heimstatt ist verloren. Es sind nicht genug Krieger übrig, um die Angreifer abzuwehren. Wir müssen handeln. Direkter Treffer, Schilde auf 92%. Jackson, dieser Stabilisator hat sich schon wieder gelöst. Versuchen Sie ihn wieder ranzubringen. Können wir gerade noch gebrauchen, dass die Kühlung versagt. Brücke, hier Maschinenraum. Ich habe die Übertragungsschaltung notdürftig geflickt. Aber schütteln Sie uns nicht mehr so durch. Das Ding ist so brandgefährlich wie ein Weihnachtsbaum. Kann ich Ihnen nicht versprechen, Tobi. Die heizen uns hier ganz schön ein. XO, bringen Sie uns auf Position 153.4. Angriffsmuster Delta, Phaser auf Ihren Antrieb ausrichten. Kurs liegt an. Wollen wir sie nur manövrierunfähig schießen? Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, das hier ohne Blutvergießen zu beenden. Die Klingonen sehen das wohl anders. Position erreicht. Feuer! Was haben Sie vor? Unsere Brut ist nicht mehr sicher. Wir müssen sie von hier fortbringen. Wie? Dafür sind Vorkehrungen getroffen worden. Das ist unbekannt. Weg von hier. Jeder Ort ist besser als hier. Aber wer beschützt sie und wer sorgt für sie? Das sollte ich doch tun! Dafür ist keine Zeit mehr. Jeder Ort ist besser als hier. Halt! Warten Sie! Was zum Teufel? Egal, kommen Sie, wir müssen hier raus. Der Tunnel. Warten Sie, Chris! Wir müssen den Selin helfen! Mit den Klingonen verhandeln! Verhandeln? Gareth, wir sind überhaupt nicht in der Position zu verhandeln. Schon gar nicht mit Klingonen. Wenn die uns hier erwischen, drehen die wahrscheinlich durch. Töten uns und nutzen unsere bloße Anwesenheit hier, um einen neuen Krieg gegen die Föderation zu beginnen. Aber als Captains der Sternenflotte? Gerade als Captains der Sternenflotte müssen wir wissen, wann wir zu kämpfen haben und wann nicht. Und wir haben gelernt, harte Entscheidungen zu treffen. Das schmeckt mir auch nicht, aber wir können den Selin nicht helfen. Wir haben keine Wahl. Sie haben recht. Kommen Sie. Gehen wir.
Bukai Kadiba! Bukadi Virovi? Givannes Puh! Sie hatten den Auftrag, nach unseren verschwundenen Kriegern zu suchen, gegebenenfalls die Verantwortlichen dafür aufzuspüren und zu bestrafen. Nicht aber einen neuen Krieg gegen die Föderation vom Zaun zu brechen. Wir haben gerade erst einen Krieg gegen sie hinter uns, einen, den wir nicht gewonnen haben. Das Imperium ist geschwächt. Wir hätten der Sternenflotte im Moment nicht viel entgegenzusetzen. Der Friedensvertrag muss respektiert werden. Der Hohe Rat wird... Der Friedensvertrag ist eine Beleidigung für jeden aufrechten Klingonenkrieger. Und der Hohe Rat ist nicht weiter als eine Bande feiger Verräter des Klingonischen Reichs. Ich werde diese Beleidigung der Föderation und des Sternflottenkommandanten nicht hinnehmen. Klingonmacht! Doch, Schatz! Tax mit Tax! Je geeft toch Kuh! Schilder 40%, halten aber noch. Leite Hilfsenergie zu den Schildern. Skipper, von der Planetenoberfläche steigt ein unbekanntes Fahrzeug auf. Auf den Schirm. Angriff auf die Constitutional Ambition! Das ist unser Ziel! Deshalb sind wir hier! Die Klingonen drehen ab. Sie nehmen Kurs auf das fremde Schiff. Was zum Teufel ist das? Ich hab da so eine Ahnung. Das Schiff hat keine Schilde. Die Klingonen können es mit einem Schuss zu Staub zerblasen. XO, Kurs 205.8, Mikrowarpsprung, Schild auf Maximum, Ausführung. Scheuerusch!
Damnation. Bastarde! Gott, sind Sie verrückt geworden? Zurück in Deckung! Chris, ich will nach Hause.
Wir schaffen das schon. Schadensmeldung. Warp- und Impulstriebwerke ausgefallen. Schilde ausgefallen. Lebenserhaltung läuft auf Notenergie. Einige Decks melden schwere Verluste und Verletzte. Dr. Poole hat den Shuttle-Hangar und die Messe in Notlazarett umgewandelt. Kurz gesagt, wir sind ziemlich im Arsch. Waffensysteme? Ein paar Schuss müssten wir noch abgeben können. Nicht genug für Ihre Schilde. Maschinenraum an Brücke. Wir haben hier unten schwere Schäden, multiple Brüche und Plasmalecks. Noch halb die Notkraftfelder und die Schadenskontrollteams sind aktiv. Ich weiß nicht, wie lange ich noch alles zusammenhalten kann. Noch einen Treffer werden wir nicht überstehen. Es ist ein verdammtes Wunder, dass wir noch nicht zu Sternstaub zerfallen sind. Tun Sie, was Sie können. Verschaffen Sie uns irgendwie Zeit. Na, hast du noch eine Idee? Option? Dann kann der uns jetzt also einfach so erledigen. Ich sagte Ihnen doch, ich bin ein nicht zu unterschätzender Gegner, Commodore April. Auf ein hilfloses Schiff zu feuern, ist keine Heldentat und eines Kriegers absolut unwürdig. Ich bin im Begriff, das zu wiederholen. Diese Taktik wird mir den Sieg über das berühmte Föderationsschiff Constitution bescheren. Der erste Schuss wird sie noch nicht zerstören. Der zweite auch nicht. Der dritte auch noch nicht. Genießen Sie, was jetzt folgt, Commodore. Ich will es auch tun. Können Sie mich hören? Lucian, Moran. melden Sie sich. Sie mich hören. Constitution, hier ist die Enterprise. Achtung, Steuerbord. Roter Alarm! Schilde hoch! Phaser und Photonentorpedos scharf machen! Mr. Tyler, bringen Sie uns zwischen die Constitution und die Klingonen. Ein Commander. Feuer! Da steht doch! Wach! Skipper, die Enterprise hat gut getroffen. Die Schilde des Klingonen sind runter auf 5%. Dann, mit allem, was wir noch haben. Feuer! Yes! Danke, Una.
Guter Schuss, Commodore. Benötigen Sie noch Hilfe? Die Schadensberichte treffen gerade ein. Ich denke, wir kommen zurecht. Fliegen Sie lieber zu dem Planeten und suchen Sie nach Ihrem Captain und Captain Garth. In Ordnung. Enterprise, Ende. Keine Bewegung! Hey! Spock, Captain, es war verdammt knapp. so schätze ich die Situation auch ein. Sie sehen furchtbar aus, Chris. Könnt ihr eine Dusche vertragen? Eine neue Uniform wäre auch kein Fehler. Lagebericht? Der Commodore hat das Schiff der Klingonen zerstört. Die Enterprise ist unbeschädigt, aber die Constitution hat einiges abbekommen. Wie haben Sie uns gefunden? Das ist eine lange Geschichte. Steht alles im Logbuch. Auf die Lektüre freue ich mich. Wie geht es ihm, Phil? Er ist stabil, aber wir müssen zusehen, dass er auf die Krankenstation kommt. Dann mal los. Nummer 1. Landetrupp an Enterprise, bereit zum Hochbeam. Captain, was ist mit den Klingonen? Der Chief soll Sie direkt in die Brick beamen, wenn wir oben sind. Suchen Sie was, Nummer 1? Keine Jungfrau in Nöten heute? Nächstes Mal wieder Nummer 1. Nächstes Mal. Enterprise, Energie. Captain auf der Brücke. Der Commodore für Sie, Captain. Auf den Schirm. Gut, Sie wieder in Ihrem Stuhl zu sehen, Chris. Eine Zeit lang hatte ich schon selbst nicht mehr daran geglaubt. Und wie geht es Garth? Sein Zustand ist stabil, aber Dr. Boyce meint, er braucht bessere medizinische Betreuung, als wir es ihm hier geben können. Beamen Sie ihn zu uns rüber. Wir kehren zurück zu Sternbasis 42. Dort kann man sich um ihn kümmern. Und auch die Constitution wieder in die Reihe bringen. Dieses Schiff, das während des Gefechts den Planeten verlassen hatte. Die Selene haben ihre Brut in Sicherheit gebracht. So etwas hatte ich mir schon gedacht. Fliegen Sie hinterher, Chris. Stellen Sie sicher, dass dem Schiff nichts geschieht. Trotz allem dürfen wir nicht zulassen, dass die Selene vollkommen ausgelöscht werden. In Ordnung, wir werden uns darum kümmern. Enterprise Ende. Der Transport von Captain Garth zur Constitution ist abgeschlossen. Ungefähr. Lieutenant Tyler, berechnen Sie einen Abfangkurs auf das Selene-Brutschiff, Nummer 1, Warp-Faktor 8. Kurs programmiert, Captain. Warp 8, Standby. Los geht's.
42XO, Warp, was sie eben noch so hergibt. Hau rein, Mädel. Hau rein, Mädel. Wie geht es ihm? Er hat viel durchgemacht. Aber er wird durchkommen. Diese Isarianer sind zähe Teufel. Daran habe ich keinen Zweifel. Und Kelvar Garth ist der zäheste von ihnen. Werden Sie wieder gesund, mein Freund. Die Sternenflotte und die Ares brauchen Ihren Captain Garth. Lord Garth. Herzlich willkommen, Doktor. José, was habt ihr hier für ein Sauwetter? Ab und zu müssen wir es einfach mal regnen lassen. Garth, schön Sie zu sehen. April, gleichfalls. Seien Sie vorsichtig, Garth. Die Situation auf Antos 4 ist heikel. Wir dürfen uns keinen Schnitzer erlauben. Es steht zu viel auf dem Spiel. Keine Sorge, Sir. Ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe. Wenn jemand die Situation auf Antos klären kann, dann Sie. Wir hatten in der Vergangenheit zwar unsere Differenzen, aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Sie einer unserer besten Offiziere sind. Ich danke Ihnen, Sir. Dr. de Pallas, das sind die Herren, von denen ich gesprochen habe. Meine Damen, ich grüße Sie auch. Meine Einwilligung zu dieser Befragung von Captain Pike gebe ich nur äußerst ungern. Er ist in seiner strukturellen Integrität auf zellulärem Niveau so schwer geschädigt durch die starke Traumatisierung. Und mir ist ja bewusst, wie stark irrational Menschen, die emotional belastet sind, reagieren. Aber wenn Sie darauf bestehen, machen Sie das auf Ihre eigene Verantwortung. Ich fürchte, ich muss darauf bestehen, Doktor. Danke, Sie können wegtreten. Er hat noch 6 Kadetten aus dem Maschinenraum retten können, bevor die Abschirmung des Warpkals ausfiel. Eine Tragödie. Ich habe gehört, die Enterprise ist auf dem Weg hierher. So wie es aussieht, hat er immer noch Freunde auf seinem alten Schiff. Oh, Chris. Chris, wir sind hier. Hallo, Chris.